guten Abend, liebe Zuschauer hier im Studio und willkommen, liebe Zuschauer daheim vor dem Bildschirm. Es gibt einen Satz und der heißt: Ein Gespenst geht um in Europa. Das stammt von Karl Marx, ist der Anfang vom Kommunistischen Manifest. Und da könnte man vielleicht abwandeln und sagen: Ein Ärgernis geht um in Europa. Und das Ärgernis ist für gewisse Frauen, nämlich die Vertreter von der Frauenemanzipationsbewegung, sogar mehr als das, nämlich ein Ungeheuer geht um. Und das Ungeheuer sitzt jetzt hier bei uns am Tisch, Ungeheuer in Anführungsstrichen, und heißt Esther Vilar. Und vielleicht wäre es nett, wenn wir ihr einen kleinen Auftrittsapplaus geben. Frau Vilar, Sie haben 3 Bücher geschrieben. Das erste war ein Welterfolg, nämlich Der dressierte Mann, hat viel Staub aufgewirbelt, wo Sie die These vertreten, dass nicht der Mann die Frau unterdrückt, sondern dass die Frauen den Mann unterdrücken und ausbeuten, zwar schamlos. Und dann haben Sie ein zweites Buch geschrieben, Das polygame Geschlecht. Da haben Sie diese These etwas verfeinert. Und jetzt ist das letzte herausgekommen, nämlich das Positive, wie es bei Kästner heißt. Nämlich, es heißt das Ende der Dressur. Da geben Sie ein Modell, wie diesem Zustand abgeholfen werden könnte, der Ausbeutung. Ich weiß, es ist schwer, darf ich Sie bitten, mit ein paar Worten zu sagen, was diese These ist. Ja, ich bin der Meinung, wenn beide Geschlechter arbeiten würden, wenn Frauen und Männer arbeiten würden, dann könnte man die Arbeitszeit für beide Geschlechter auf 5 Stunden am Tag reduzieren. Das ist natürlich nicht so einfach, wie ich das jetzt sage. Also man muss wissen, welche Arbeiten man in einer Schicht machen könnte, welche in 2 und so weiter. Also man könnte sie reduzieren. Das ist mit Zahlen bewiesen in dem Buch. Und dann würde sich das Leben der ganzen Gesellschaft radikal, total verändern durch diese Reform, die machbar ist. Das heißt, zu dem Modell würde auch noch gehören, dass man den Kindern vom ersten Lebenstag an ein Gehalt geben würde, das Kindergehalt, das sich dann später in der Schülergehalt fortsetzen würde. Und dass man den Eltern, entweder dem Vater oder der Mutter, während des ersten Lebensjahres eines Kindes ein Säuglingspflegergehalt bezahlen würde. Das heißt, das Gehalt dieser Person, die das Neugeborene pflegt, würde fortlaufen während des ersten Jahres. Also darauf kommen wir noch etwas ausführlicher zu sprechen, aber vorher möchte ich noch was anderes fragen. Was ist denn die Reaktion der Öffentlichkeit auf nicht nur dieses letzte Buch, sondern die früheren schon? Sie haben sicher viele Zuschriften bekommen. Haben Sie auch Drohungen bekommen? Ja, das gehört eigentlich zu meinem täglichen Brot. Also das Gespenst geht um, das Ungeheuer geht um. Das Ungeheuer geht um. Und nicht nur in Europa, sondern auch in Amerika leider. Und Drohungen, worauf beziehen sich die? Auch auf alles, dass man meine Bücher verbrennen sollte oder vernichten oder auch ganz persönlich, ja, dass man mich umbringt. Morddrohungen, ja, bekomme ich also jeden Monat mindestens eine, immer noch. Und, bekommen Sie auch Heiratsangebote? Ja, zuweilen auch. Das ist aber schön. Ja, ich weiß nicht. Das wiegt das andere vielleicht ein bisschen auf. Nachdem, was ich über die Ehe geschrieben habe und jetzt mit den neuen Scheidungsgesetzen, muss ein Mann wirklich schon wahnsinnig sein, wenn er heiraten will. Jetzt kommt die Ich habe Sie ja gesehen, Frau Vilar, verschiedentlich am deutschen Fernsehen und dann auch in der Fourmière. Das ist ein Kellertheater, wo Sie vor einiger Zeit ein Podiumsgespräch mitgemacht haben. Und da waren viele Ihrer Widersacherinnen, nämlich Vertreterinnen der Frauenemanzipationsbewegung, die also förmlich gefaucht haben gegen Sie. Und für mich war eigentlich interessant, dass immer, meistens jedenfalls oder oft, die Voten so anfingen: Ja, ich bin ja mit vielem einverstanden, was Frau Vilar sagt, aber ist man so fauchend gegen Sie, weil Sie von vielen Frauen als Nestbeschmutzerin, als Verräterin am Geschlecht betrachtet werden? Ja, das tun sie wohl. Ja, sie betrachten mich als Verräterin am Geschlecht, aber das ist einfach eine Frage der Ehre, des Stolzes. Man muss dieses Geschlecht verraten, wegen der Dinge, die es tut. Und nur so kann man weiterkommen. Ich glaube, dass man Frauen jetzt einfach kritisieren muss. Man muss sie in der Öffentlichkeit so viel wie möglich kritisieren, damit sie sich ändern können. Denn so in der Rolle, in der sie jetzt sind, können sie sich nicht ändern, wenn man dauernd sagt, sie sind so fantastisch und so wunderbar und alles, was sie machen, ist großartig. Aber Sie sind doch eigentlich ein gutes Beispiel des Gegenteils, selber. Weshalb? Weshalb? Weil Sie sagen, Frauen sind
sehr pauschal, ich zitiere Sie, dumm und parasitär und faul, und Sie sind doch das Gegenteil. Sie haben es nicht nötig, Ihre Intelligenz zu... Ich sage ja nicht, dass Frauen dumm geboren werden, das ist ein ganz wichtiger Satz, sondern dass sie sich leisten, den Luxus der Dummheit leisten können. Sie können so dumm bleiben, wie Sie wollen, denn Sie wissen ja, später wird mal ein Mann für Sie denken, er wird für Sie Verantwortung tragen, er wird für Sie arbeiten gehen. Warum sollen Sie intelligent werden? Bitte? Das weiß doch bei weitem nicht jeder. Oh doch, das weiß man sehr früh. Es heiraten immer noch 94% der Männer. Wie? 94% der Männer heiraten noch immer. Ja, wenigstens einmal. Hoffentlich ist das eine wunderbare Sache. Ja, ich bin sehr, sehr, sehr für die Ehe. Ich denke nur, sie müsste so verändert werden, dass kein Partner den anderen ausbeuten kann, wie es jetzt der Fall ist. Und das würde in diesem Modell würde sich das ganz ändern. Aber ich meine, wer zahlt den Gehalt? Ja, es bei Ist Arbeiten. eine Gemeinschaftskasse an den Staaten und der schöpft jemand draußen und zahlt den Gehalt aus? Also es arbeiten beide 5 Stunden, das heißt, jeder hat sein eigenes Einkommen. Sie haben keine Rentenansprüche später gegeneinander aneinander zu stellen, denn Frauen und Männer bekommen ja ihre eigene Rente. Die Kinder sind finanziell unabhängig von ihren Eltern, was auch sehr wichtig ist. Und das ist einfach, es gibt keine ökonomischen Abhängigkeiten mehr unter den Partnern. Auch arme Männer können sich dann scheiden lassen. Heute kann sich nur ein Mann aus dem Mittelstand oder ein Reicher scheiden lassen, weil nur er dann später 2 Frauen ernähren kann. Umgekehrt, heute kann sich der Reiche nicht scheiden lassen, da musst du viel bezahlen, aber der Arme kann sich nicht. Aber es bleibt ihm immer noch was übrig. Ja, ja. Ich habe aber genau hier eine Frage. Ja. Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass Sie in manchem Betracht recht haben. Nicht nur vorstellen, ich bin sogar überzeugt. Aber dass auch die Frauenemanzipationsbewegung, mindestens der weniger extreme Teil, recht hat. Nur diese Frauen denken doch wahrscheinlich an die niederen Einkommensschichten, und Sie denken mehr an das gehobene Bürgertum. Darf ich das schnell klar machen, was ich damit meine? Also, Sie sprechen ja immer von den westlichen Industriegesellschaften. Ja. Nun haben wir aber immerhin beispielsweise, nur als Beispiel, und ich hoffe, die Tessiner, falls es hier welche hat, nehmen mir das nicht übel, im Tessin sieht man sehr oft, dass die Männer Boccia spielen und Wein trinken und die Frauen sind auf dem Feld und machen die Arbeit oder tragen diese schweren Körbe. Das wäre die eine Seite, wo vielleicht die anderen Frauen recht haben könnten. Oder übrigens im Appenzell, Sie sagen an einer Stelle, die Rechte sind alle gleich. Im Kanton Appenzell haben die Frauen das Stimmrecht nicht. Ja, nicht auf kantonaler Ebene. Ja, es gibt ja dieses berühmte Beispiel aus der Schweiz, dass man in 2 Kantonen die Frauen selbst gefragt hat, ob sie das Stimmrecht haben wollen. Und sie wollten es nicht haben. Ja, in einem haben sie abgelehnt, bei uns. Ja, weil es doch viel bequemer ist, die Männer die Politik machen zu lassen. Wir sind ja in jedem Land, in jedem westlichen Industrieland in der Mehrheit. In der Bundesrepublik zum Beispiel sind die Wähler sind 55% weiblich. Und ein Mann arbeitet natürlich als Politiker sehr viel besser für die Frauen, weil für einen Mann ist Berufserfolg und Männlichkeit das Gleiche, sind identische Begriffe. Wenn er im Beruf versagt hat, hat er auch sonst versagt. Ja, eine Frau, die im Beruf versagt hat, ist immer noch eine vollwertige Frau. Also wird ein Mann sich sehr viel mehr engagieren für Frauen. Das ist einer der wenigen Sätze, wo Sie recht haben. Sie haben meine Bücher nicht gelesen. Herr Broge ist heute in einer besonders großzügigen Laune. Ich wollte noch was Umgekehrtes sagen. Sind Sie nicht ein bisschen geprägt durch Ihre lateinamerikanische Vergangenheit? Nämlich, dass Sie eben doch an das gehobene Bürgertum, den gehobenen Mittelstand in erster Linie denken? Denn in Ihren Büchern kommen immer wieder Stichworte wie Auto und Vorortsvilla, wenn Sie Beispiele nennen, oder Büro. Aber doch eigentlich nicht die Unterschicht, nämlich die körperlich arbeiten muss. Nein, im Letzten ist es vor allen Dingen, da geht es vor allen Dingen um die Unterschicht. Und da sind ja die Verhältnisse am schlimmsten. Und es ist auch so, dass die Unterschicht, das wird immer übertrieben. Das Leben der Unterschicht ist natürlich in der Unterschicht ist für eine Frau sehr viel schwieriger als in der Mittelschicht. Aber auch sie hat immer noch eine Chance, dass sich alles ändert. Ein Mann der Unterschicht, der weiß, kommt mit 16 Jahren in eine Fabrik und er kommt mit 65 heraus. Da gibt es überhaupt kein Pardon. Und er ist dann schon fast tot, denn die Lebenserwartung für Männer liegt bei 69 zurzeit. Das heißt, es bleiben ihm noch 4 Jahre Leben. Und die Frau hat wenigstens die Hoffnung, wenn sie in der Fabrik ist, dass es irgendwann mal anders wird. Und meist wird es auch anders, denn sie kann wenigstens ein paar Jahre pausieren. Sie waren ja selber Fabrikarbeiterin. Ja. Eigentlich sind Sie Ärztin, dann haben Sie studiert Soziologie und Psychologie und wurden dann freie Schriftstellerin, mussten sich, weil das nicht genügend Einkommen versprach, dann aber als Ärztebesucherin durchschlagen, wenn ich das so sagen darf, und waren auch Fabrikarbeiterin.
Das hat mich ganz besonders erstaunt. Das schlägt sich aber in Ihren Büchern eigentlich nicht nieder. Ich weiß nicht, die Leute halten mich immer für reich, weil ich aus Südamerika komme und so weiter. Ich komme aus einer ganz, ganz armen Familie und ich musste wirklich in der Fabrik arbeiten und auch als Verkäuferin während meines Studiums immer einen halben Tag, weil es anders nicht ging. Darf ich fragen, was Sie gearbeitet haben als in der Fabrik? Ich war in einer Thermometerfabrik und habe also alle Arbeitsgänge, die mit Thermometern zusammenhängen, habe ich gemacht. Ich glaube, das muss man wissen, denn so, wenn man Ihre Bücher liest, denkt man gar nicht daran, dass Sie das so gut kennen. Ich möchte jetzt aber An den eigentlich... Thermometer könnte man denken. An den Thermometer? Ja. Sie meinen etwas überhitzt? Man kommt, jawohl. Ja, darauf kommen wir gleich. Sie sagen, 5 Stunden sollen sowohl Mann wie Frau arbeiten und dann eben das Kindergeld, damit die Kinder nicht bei Scheidung, damit es da kein Reißen um die Kinder gibt. Ja. Aber wenn es zu einer Scheidung kommt und die Kinder verdienen also ein Kindergeld, das vom Staat aufgebracht werden muss, also durch die Durch Steuererhöhungen, das muss man dazu sagen. Reißen sich dann nicht die Eltern noch viel mehr, weil das Kind ja Geld bekommt und man dann besser leben kann? Ja, nicht besser. Das Kind bekommt ja nur sein Existenzminimum. Das soll, Immerhin, es trägt bei zum Haushalt. Ja, man hat eine größere Wohnung, weil andererseits hat man ja auch wieder die Mehrkosten für das Kind. Also ein Luxus wird das niemals werden. Aber ich denke, heute werden ja dem Mann automatisch die Kinder weggenommen mit der Scheidung. Er hat überhaupt keine Chance meistens. Wenn die Mutter nicht eine Prostituierte ist oder rauschgiftsüchtig oder sonst etwas, hat er keine Chance, seine Kinder zu bekommen. Und das wird dann eben anders. Ja, in der Schweiz ist es vielleicht ganz anders, aber ich glaube nicht. Überall so. Ja. Gut, aber das gilt der Grundsatz. Bei uns, wo das Wohl des Kindes am besten gesichert ist, dorthin geht das Kind. Ja, man Ja, sagt aber im aber, dass das Allgemeinen Wohl ist am das besten doch bei die der Mutter, nicht wahr? Im Allgemeinen, Ja. das ist ganz natürlich. Ja, das weil die Gesetz Mutter- klingt wunderbar, weil aber die in der Mutter, Praxis kommt das mütterlich Kind ist. zur Mutter. Ja. Ja. Ist Das, meistens, ist nicht nur, das klingt nicht nur wunderbar, es ist auch gut. ja, wenn man davon ausgeht, dass eine Frau für das Kind das Beste ist, dann ist es gut. Aber es gibt auch Ich glaube, da Männer, darf die man ihre ruhig Kinder davon genauso ausgehen. lieben. Sicher, aber Sie sagen irgendwo, die Männer lieben die Kinder nicht. Nein, das habe ich nie gesagt. Ich Aber sag die Kinder immer, lieben die Eltern nicht. Das haben Sie gesagt. Nein, das ist etwas, das kann man vielleicht jetzt sehr schwer. Ich sage, das hängt mit dem Schutzinstinkt zusammen. Die Kinder möchten natürlich die Eltern nicht beschützen und die Eltern aber die Kinder. Insofern sind die Kinder im Vorteil, weil man sie beschützen will. Hängt mit etwas anderem zusammen. Ich habe noch eine andere Frage. Sie sprechen ja immer von Paaren, also Ehepaaren oder 2 Menschen, die zusammenleben, die dann also, wenn sie beide arbeiten, je nur 5 Stunden arbeiten sollten. Und zwar wechselweise, also der eine am Vormittag, der andere am Nachmittag. Aber was geschieht denn mit Alleinstehenden, die also keinen Partner haben, mit dem sie die Arbeit gleichsam teilen können? Ja, das sind also sehr wenige. Erstens mal, also wie gesagt, 94% der Menschen heiraten. Es gibt natürlich Alleinstehende, die hätten dann ein geringeres Einkommen in 5 Stunden. Ich habe außerdem Mindestgehälter vorgesehen, damit eben das Existenzminimum immer gesichert ist, auf jeden Fall. Das würde die Männer oder die alleinstehenden Frauen zwingen zu heiraten, damit sie besser fahren, damit der andere für Nein, sie also arbeitet. das Einkommen würde eben von 2 Personen verdient werden, aber wäre schließlich genauso groß, wie es jetzt ist. Also es würde sich am Ökonomischen, an der Wirtschaft würde sich überhaupt nichts ändern. Es darf sich nichts Mit Ausnahme ändern. der Alleinstehenden. Ja, die Alleinstehenden hätten weniger Geld, aber natürlich auch doppelt so viel Freizeit, wie sie jetzt haben. Aber es gibt Alleinstehende, denen das nicht genug ist. Und die Höhe des Einkommens bemisst sich nicht nach der Leistung. Natürlich nach der Leistung, Und dass die wer bestimmt Progression denn der das? Gehälter bleibt Wer bestimmt erhalten. denn das? Der Staat, oder? Das muss, wie jetzt, die Progression der Gehälter in der Industrie, die bleibt genau wie sie jetzt ist, nur ist sie eben... Ja, in der Industrie, das ist nicht die Industrie, die das bestimmt, das ist der Markt. Ja, natürlich, diese Tarife werden nach wie vor... Ja, ich muss erklären. Also Sie haben jetzt, wenn Sie für 5 Stunden 80 Mark oder 80 Franken bekommen, für 8 Stunden 80 Franken bekommen Sie für 5 Stunden 50 Franken. Von dem geht dann noch ein Teil weg für die Steuererhöhungen, die dann nötig sind, um diese anderen Maßnahmen zu finanzieren. Aber wenn Sie ja mit einem Partner zusammenleben, kommt genauso viel rein. Und die Kinder sind ja durch das Kindergehalt gesichert. Ist nur so, dass keine ökonomischen Abhängigkeiten mehr zwischen den Familienmitgliedern entstehen können. Sie setzen voraus, Frau Villard, dass die Frauen laut Ihrem Modell dann also ihre eigenen Fähigkeiten entwickeln könnten, indem die dann eben auch arbeiten würden und so weiter. Aber Sie sagen doch in Ihrem ersten Buch eigentlich, dass die Frau, ich habe es mir aufgeschrieben, dumm, eitel, faul, parasitär
und Geld- und prestigegierig sei. Ja. Wieso soll die Frau jetzt plötzlich arbeiten wollen? Ja, das ist so. Bei 8 Stunden würde sie nicht arbeiten. Die Frau möchte zwar schon Prestige und Geld und so weiter für sich selbst haben, aber sie würde niemals dieses mörderische Leben akzeptieren, das die Männer haben mit diesem Wettbewerb. Wenn man aber die Arbeitszeit auf 5 Stunden reduziert, die Frauen langweilen sich heute schon so sehr zu Hause. Sie haben ja immer mehr Geräte, die ihnen die Hausarbeit abnehmen. Und sie würden dann 5 Stunden würden sie ganz gern arbeiten. Aber 8 Stunden den ganzen Tag, es sind ja nicht nur die 8 Stunden, sondern müssen die Mittagspause dazu rechnen. Sie sind 10 Stunden von zu Hause weg. Das macht eine Frau nicht mit. Aber 5 Stunden und mit Weg 6 Stunden von zu Hause weg, das würde sie schon tun. Aber dann noch das Umgekehrte. Ich schaue ein bisschen auf Herrn Broger. Will ein Mann eigentlich dauernd, mit Ausnahme dieser 5 Stunden und der 5 Stunden, die die Frau arbeitet, so viel zu Hause sein? Es gibt doch viele Männer, die es mit ihrer Frau überhaupt nicht aushalten und froh sind, dass sie ins Büro gehen können. Ja, dieses Problem gibt es, aber dafür habe ich auch eine Lösung. Sie können ja nur im Büro arbeiten, können Sie in Warum einer haben Sie jetzt mich angeschaut? Ja, weil Sie so viel beschäftigt sind. Das war keine Andeutung, sondern weil Sie ein Mann sind, der sehr den männlichen Standpunkt vertritt. Und ich meinte das eigentlich mehr stellvertretenderweise. Ja. Ja, Sie können nur im Büro arbeiten, können Sie in einem bestimmten Turnus arbeiten. Also die Büroarbeiten, das habe ich in dem Modell genau erklärt, müssten morgens von 8 bis 13 Uhr, sagen wir mal, ausgeführt werden. Aber in den anderen Produktionsstätten, also beispielsweise in Fabriken, hängt es ja von den Kosten der Produktionsmittel ab. Also Sie können eine Maschine nicht nur 5 Stunden am Tag benutzen, Sie müssten dann eben ein Doppelturnus einrichten, eine Vormittags- und eine Nachmittagsschicht. Wenn ein Ehepaar sich nicht sehen kann, dann kann es ja die verschiedenen Schichten wählen und dann treffen sie sich also nur abends. Dann können Sie sich vermeiden. Ich glaube, eine wichtige Frage ist, das Modell ist ja sehr interessant, gar keine Frage. Aber ich glaube, Herr Broger und viele andere Leute, und ich übrigens auch, fragen uns, ist es überhaupt zu verwirklichen? Sie, ich weiß von Ihnen, Sie sind überzeugt, dass es zu verwirklichen sei. Aber ich frage mich doch, es müsste nach Ihrem Modell ja plötzlich geschehen. Das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Könnte man es allmählich einführen, dieses System von 5 Stunden Männer, 5 Stunden Frauenarbeit? Ja, ich habe 3 verschiedene Varianten inzwischen ausgedacht, wie man es einführen könnte. Das ist natürlich der schwierigste Faktor. Das ist die einzige große Schwierigkeit, das gebe ich zu. Und ich müsste jetzt einfach auch mit Wissenschaftlern weitermachen, denn ich bin ja ein Außenseiter. Ich bin kein Politologe, ich bin kein Wirtschaftswissenschaftler. Ich bin eigentlich überhaupt nichts. Ich bin durch nichts berechtigt, so ein Modell zu machen, das stimmt. Und es geht jetzt eigentlich nur mit Fachleuten weiter. Für mich gibt es 3 verschiedene Wege, das einzuführen. Man diskutiert, einer geht ganz bestimmt nicht. Man diskutiert in Deutschland zum Beispiel im Augenblick sehr die Arbeitszeitverkürzung wegen der Arbeitslosigkeit. Man sagt, man müsste die Arbeit von 8 Stunden auf 7,5 oder 7 Stunden verkürzen. Aber auf diesen einfachen Weg, auf diesen kleinen Weg geht es nicht, weil wenn man jetzt die Arbeitszeit auf 7 Stunden verkürzt, dann würde ja so viel weibliches Arbeitskräftepotenzial mobilisiert. Und wenn nur 8% der heutigen Hausfrauen dann in Deutschland arbeiten möchten, weil 7 Stunden angenehmer sind als 8 Stunden, hätte man genau die gleiche Arbeitslosigkeit, die man jetzt wegrationalisieren möchte, hätte man dann wieder gewonnen. Also so geht es nicht, man müsste es wirklich eine große Veränderung machen. Ob man das jetzt nach Industriezweigen, ja, in einem großen Schub, das wäre das Aber Ideal. dann kommt noch eine Frage. Kann man es in einem Land allein, denn die Produktivität wird doch kleiner, und dann in einem anderen Land, man müsste es also auch auf der ganzen Welt zugleich machen, denn denken Sie an Hongkong, an Japan. Nein, die Produktivität bleibt gleich, das ist ja der Witz. Die Ja? Produktivität würde gleich bleiben. Dass die Produktivität gleich bleibt. Ja, das müsste man... Wissen Sie das? Ja, weil die Wieso? geleisteten Ich gehe davon aus, dass wir in einem Status der Vollbeschäftigung leben. Das ist also das Modell. Und ich gehe davon aus, dass so und so viel Prozent der Frauen nicht arbeiten und so viel Prozent ja. Und wenn man die alle in einen Topf wirft und sagt, die gesamte erwachsene Bevölkerung soll jetzt arbeiten, dann hat man die gleiche, danach richtet sich ja gerade die Arbeitszeit, nach dem Arbeitskräftepotenzial, das frei wird. An sich käme es auf 6 Stunden, aber es gibt so und so viele Faktoren, die ermöglichen, dass man wegen der Leistungssteigerung, wegen der Rentner, die dann auch mobilisiert werden, denn ich möchte diese Altersgrenzen abschaffen, und ich glaube, dass ein Mann über 65 noch sehr gern 5 Stunden arbeiten würde, aber keine 8 Stunden, das kann er nicht verkraften. Und dadurch... Herr Broger kann es. Völlig abstrakte Theorie. Darf ich Sie beide etwas Implikationen. fragen? Glauben Sie, dass ungefähr ein solches Modell, wie es Frau Villard vorschlägt, durchführbar sei? Ungefähr.
Ich glaube kaum, dass das durchführbar ist. Erstens hat man ein großes Kapitel da vergessen, nämlich die Hausarbeit, die gemacht wird von diesen Hausfrauen, die nämlich dafür nicht unbedingt mit barer Münze bezahlt werden. Wenn man nämlich einmal hingeht und zusammenzählt, was eine Hausfrau macht, wenn sie ihre Kinder versorgt, wenn sie putzt, wenn sie näht, wenn sie kocht, wenn sie das habe ich alles aufgeschrieben. macht. Das sind 2,25 Stunden am Tag. Bei Nein, das sind nicht 2,25 Stunden. Ja, das kann man natürlich sehr. Ich meine, man muss nicht einfach, wie Sie auch geschrieben haben in Ihrem Buch, einfach herumspielen in einem Haushalt, damit die Arbeitsstunden zusammengezählt dann mehr ergeben. Es geht nämlich einfach wirklich nicht in dieser Zeit. Ich habe auch die Hausarbeit gemacht und ich kann das auch, aber das stimmt nicht, was Sie sagen. Ich möchte wirklich sagen, ich habe einen sehr anspruchsvollen Beruf. Aber wenn ich jetzt wählen kann zwischen meinem anspruchsvollen Beruf, den ich seit 30 Jahren nun wirklich nicht in einem 5-Stunden, sondern in einem sicher mehr wie 8-Stunden-Tag ausübe, so amüsiert mich das wahrscheinlich mehr, als wenn ich 8 Stunden lang diese zum Teil Wir kommen noch auf Ihren trostlose Beruf, Hausarbeit auf diesen anstrengenden durchführen müsste. Ja, Herr Broger, halten Sie so eine Art für Modell für Völlig möglich? unmöglich. Völlig unmöglich. Sie, Frau Vilar, Völlig halten es offensichtlich für möglich. Wann wird dieses Modell verwirklicht? Sobald es die Leute wollen. Wann ist das? Vielleicht würde man das ziemlich Das weiß schnell ich wollen nicht. als Ich bin ja, Hausfrau. Schätzen Sie? wenn ich ins Fernsehen gehe wie heute Abend, dann möchte ich damit Leute für diese Idee interessieren. Und ich bin eine fanatische Demokratin. Und wenn es genug Leute gibt, die sich dafür interessieren, die sagen, ja, das wäre vernünftig, und dann wird es auch Politiker geben, die das durchführen. Sie hätten wahrscheinlich bei den früheren Arbeitskürzungen von 12 auf 8 Stunden auch gesagt, das geht auf nicht. demokratischem Weg keine Irrtümer beschließen, die dann vernünftig sind. Das wird sehr oft können Sie getan, nicht. aber an Das sich wird sollte getan, man es aber es kommt vermeiden. auch immer Ja, das falsch stimmt. heraus. Ja, Aber was also Ja. darf ich unterbrechen? Ich will Sie aber nicht. Nein. Sie wollten eben noch was sagen. Wenn nicht, dann finde ich auf dieser demokratischen Note, nämlich, dass Sie fanatische Demokratin sind. Und nur wenn Sie einverstanden sind Sie einverstanden, machen wir nämlich jetzt ein bisschen Musik. Ja, fanatischer Demokrat ist ein Widerspruch in sich. Ich müsste was... Nein, Da überhaupt kommen wir nicht. drauf zurück. Aber jetzt machen wir doch ein bisschen Musik. Sind Sie einverstanden? Ja. Jay. Frau Vilar, Sie sind nicht böse, wenn wir jetzt unter uns ein bisschen Dialekt sprechen, weil uns das, glaube ich, leichter fällt. Nein, Ja, aber ganz ich werde gar gerne nicht. übersetzen. Ich verstehe jeden dritten Satz. Ganz Jeden dritten bestimmt. Satz, naja, gut. Frau Vogt, Chirurgie ist ein sehr bewundernder Beruf. Sie sind Chirurgin. Und im Volksmund sagt man ja für Chirurgen, das kennen Sie auch, und Sie sind nicht böse, wenn ich das brauche, Knochenschlosser. Das heißt, der Chirurg ist ein Handwerker eigentlich, und trotzdem hat der Chirurgenberuf, steht in der medizinischen Hierarchie, glaube ich, absolut an der Spitze. Sie wissen wahrscheinlich, dass man in England einem Chirurgen nicht Doktor sagt, sondern Mister. Und das ist das absolut Höchste, was es überhaupt gibt. Aber das ist doch eigentlich ein sehr männlicher Beruf. Wie sind Sie da dazu gekommen?
Ich weiß gar nicht, ob das so sehr ein männlicher Beruf ist. Das ist einmal zu einem männlichen Beruf abgestempelt worden. Aber man tut ja zum Beispiel innerhalb von dem Beruf sehr viel schneiden. Man tut büzen. Ich meine, das ist Schneiderarbeit, Schneiderinnenarbeit, Midinetarbeit. Frau Villar ist ja auch Ärztin. Würden Sie sagen, das sei ein männlicher Beruf oder ein weiblicher? Nein, ich habe gerade in dem letzten Buch geschrieben, eigentlich wäre es ein weiblicher Beruf, weil man ja durch die Handarbeit sehr viel trainiert Ja, für diesen natürlich. Beruf. Es ist absolut naheliegend. Ja, ja. Also ich muss also schon sagen. Und in Russland zum Beispiel, wenn ich informiert bin, sind von den Chirurgen sind 60% heute Frauen. Das ist nur bei uns. Aber bei uns, noch nicht wie viel sind es bei uns, durchgedrungen. wissen Sie das? Ich könnte jetzt Ihnen keine genaue Zahl sagen. 2-3% so höchstens. Also höchstens. Ja, das ist noch nicht so. 5,5%. In Deutschland Frau kann Villar man ist die 5% wandelnde Statistik, ist möglich. 5,5%. Ich möchte es nicht beschwören, aber ich glaube in der Richtung. Und Sie haben also den ganzen Chirurgenberuf, also die ganze Laufbahn, wie nennt man das? Also Medizinstudium und dann im Operationssaal, das Ja, alles die ganze durchgemacht. Spezialisierung in Chirurgie hat man bei uns sowieso machen, weil vorher, also bis vor etwa 2 Jahren, ist die Schönheitschirurgie, wie Sie da geschrieben haben, das ist nicht der eigentliche Titel davon, ist einfach nur möglich gewesen, wenn man als Basis die ganze Allgemeinchirurgie hat gemacht vorher. Und Das heisst also Operationen von Blinddarm und Lungen und alles. Lungen, vielleicht nicht unbedingt wie Lungen, das ist jetzt Thoraxchirurgie, das würde man dann machen, wenn man sich in dieser Richtung weiter spezialisieren würde. Das ist bei vielen Allgemeinchirurgen nicht dabei, dass sie Thoraxchirurgie gemacht haben. Das ist auch ein Spezial. Sie sind ja Spezialärztin für ästhetische und Wiederherstellungschirurgie. Das ist nämlich der richtige Ausdruck. Ja, plastische und Wiederherstellungschirurgie ist der eigentliche Ausdruck. Wobei unter plastische dann Wiederherstellungs- und Schönheitschirurgie kommt, also ästhetische Chirurgie. Ja. Ich will eigentlich ganz gerne nicht von denen reden, die also Hasenscharten haben oder Geburtsschäden oder auch durch Unfall entstellt worden sind. Das ist eben Wiederherstellungschirurgie. Das ist Wiederherstellungschirurgie. Das lernt man selbstverständlich, wenn man diese Spezialität macht, auch. Aber Sie sind ja spezialisiert, ich nenne es jetzt einmal ganz einfach, damit wir es alle gut verstehen, Schönheitschirurgie. Das heisst, ich will mich dort sogar eigentlich, wenn Sie erlauben, ganz gerne aufs Gesicht beschränken, denn das ist, was wir ja alle sehen, wie man der andere aufnimmt. Warum, ich frage mal ganz simpel so, warum macht jemand eine Gesichtsveränderung? Also Verschönerung ja wahrscheinlich. Er kommt zu Ihnen und sagt, ich hätte gerne etwas. Was ist der eigentliche Grund? Das ist ein sehr alter Wunsch im Menschen, um sich zu verschönern. Das sieht man schon in ganz frühen Kulturen, dass auf irgendeine Art und Weise der Mensch sich sucht zu verschönern. Sei es mit Schmuckstücken, sei es mit Tätowierungen, zum Beispiel bei primitiven Völkern. Und dann hat man immer mehr und mehr gefunden, dass man sich auch in der Form verbessern kann. Das ist das erste Mal entstanden eigentlich aus Situationen, politischen Situationen, wo man als Bestrafung eine Gesichtsverstümmelung gemacht hat. Es sind einem Nasen abgeschlagen worden, es sind irgendwelche Verstümmelungen gemacht worden, die einfach den Menschen in seiner eigenen Identifikation zerstört haben. Und dann hat das wieder hergestellt werden. Das ist zum Beispiel das berühmte Beispiel vom Kaiser Justinian. Dem haben sie mal, weil er so grausam war, die Nasen abgeschlagen. Nachher ist er hingegangen und hat sich wieder eine goldige Nase aufsetzen und ist dann wieder voll da in seiner Identität und ist mit 15'000 Reitern gekommen und hat sein Reich wieder erobert und sie haben den ersten erledigen, wo sie ihm gerade den Kopf abgeschlagen haben. Ja, also den Kopf kann man nicht ersetzen, aber die goldige Nase, die ist ungefähr gleich teuer vielleicht wie die so eine Operation kosten könnte. Oder? Da könnte man sagen, eine goldige Nase, auch wenn sie auf das Fleisch ist. Aber das ist doch auch wegen der grösseren Attraktivität, dass man sich schöner machen will. Ja, ganz sicher. Und wegen der Ausstrahlung, die man gewinnt, wenn man wir haben ein paar Verbesserungen verbindet mit der Theorie von der Frau Villar. Ja. Zweifellos. Nein, ich denke, es ist einfach, damit man weniger einsam ist. Deswegen lässt man sich eben um schöner den Mann machen. zu bekommen, der einem unterhält. Ja, das ist etwas, aber... Ja, aber da will ich jetzt nicht so einfach wieder auf die Frauen losgehen. Es kann auch ein Mann so eine Operation machen. Ja, natürlich. Aber Männer wären doch von Natur aus mit dem Alter immer schöner.
das ist eine sehr subjektive Bezeichnung. Sehen Sie, der Erfolg, den Sie haben. Viele können so zustimmen. Wunderbar. Das hängt von seinem Einkommen ab, aber schöner wird er dann nicht mit dem Wir haben Ja, das denken die Männer ja. Sie haben mehr Das ist doch Sozialstatus. wahr. Haben Sie keine Statistik darüber? Doch, die Elternmänner werden mehr geheiratet als die Elternfrauen. Das Sehen stimmt, Sie. aber die Gründe Ja, ja, müssten aber Sie dazu eben, sehen. das muss Ich will man Sie nicht schauen. stören. Ich meine, Ich will Sie nicht Gründe sind Ich würde nämlich unbedingt. ganz gerne, wir haben ein paar Bilder, wo man sieht, es geht ja sehr oft um Nasen, die verändert werden, Ja. und auch um Facelifting, also Straffen für Haut. Hier haben wir ein Bild jetzt links vor der Operation und rechts nach der Operation. Also eine Hockenase, die geredet worden ist und die offenkundig also die Person attraktiver macht. Hier ist es weniger ausgesprochen, aber ein ganz ähnlicher Fall. Ich glaube, wir sind uns alle einig, also ich jedenfalls finde, dass natürlich die Person rechts, sie ist ja die gleiche Person, hübscher, attraktiver ist als die links. Und hier das berühmte Facelifting, also die Halsfalten, die gestrafft werden, wo tatsächlich die Frau offenkundig jünger machen. Jetzt dazu gibt es eigentlich Folgendes zu sagen, Frau Dr. Vogt. An was liegt es denn, dass man eine bogene Nase, eine hohe Nase nicht schön findet und eine gerade findet man schön? Wieso? Ist das eine Konvention? Es kommt auch auf den Grad an von der Hakennase. Es Sicher. kommen hier und da Frauen zu mir mit einer bogenen Nase und die tue ich niemals operieren, weil das sieht sehr gut aus in dem Gesicht, eine leichte Bogennase. Ich finde das gar nicht unbedingt etwas Störendes. Es kommt also öfters vor, einmal, dass Sie jemandem, der gerne ein neues Gesicht hat, wenn ich es so darf sagen, abraten und sagen, nein, das ist eigentlich besser, so wie es ist. Lösen Sie das? Das mache ich, ja. Das Ja. finde ich, das gehört zu der Freiheit von unserem Beruf, dass man so etwas nicht unbedingt sich muss aufoktroyieren lassen, wenn es gegen die eigene Überzeugung ist. Ist so eine Operation, eine Schönheitsoperation, nicht eventuell sogar schicksalsverändernd, indem jemand, der unattraktiv ist, abgelehnt wird von seiner Umwelt, nachher nicht mehr abgelehnt wird und nicht nur einen anderen Schicksalsweg geht, sondern vielleicht sogar in seinem Charakter anders wird? Sie haben Gibt's etwas sehr Wichtiges gesagt. Das gibt es sogar sehr häufig, dass durch subjektiv bessere Ausstrahlung, also die Betreffende oder der Betreffende ganz eine andere Richtung nimmt in seinem Leben nachher und auch ganz anders aufgenommen wird von seiner Umgebung. Und darum vielleicht aus einem, also jetzt ein bisschen drastisch gesagt, aus einem unglücklichen Mensch ein glücklicherer Mensch wird? Ja, sicher. Das kommt vor? Das kommt sehr häufig Aber vor. wie ist es, wenn man vor dem Spiegel steht? Man ist jetzt operiert worden und sieht einen ganz fremden Mensch doch vor sich. Das ist ja Wie das, findet man was sich mit dem denn ab? Das braucht ja vollständig neue Identifikation. Aber das ist nicht das, was man eigentlich will machen mit dieser Art Chirurgie. Man will ja nicht einen total anderen Menschen aus jemandem machen. Das kann man nämlich auch gar nicht machen, sondern man bleibt irgendwie doch sich selber und man tut einfach ein Detail, das stört, wo einfach nicht in einen ästhetischen Kodex passt. Das kann man verändern, aber man sollte das nicht so verändern, dass der Mensch total verändert ist. Das ist sowieso schlecht, weil man darf nur eine Verbesserung machen, dass er sich wohlfühlt mit dem Zustand, den er dann erreicht durch die Operation. Man sollte nicht einfach da wieder hergehen funktionieren und eine totale Veränderung von einem Gesicht machen und sagen, ich bin jetzt da der Schöpfer und kann da. Man kann ja gar nicht tun, wie wenn man Plastilin hätte, sondern man ist an die Gegebenheiten gebunden, wo man Aber das hat. ist eine Hairline doch. Also Sie wollten eigentlich, wenn ich Sie richtig verstanden sagen, man soll Fehler, ausgesprochene, soll man ausmerzen, aber man soll nicht unbedingt ein Gesicht, wo ja Mensch darstellt, wo richtig ist mindestens einmal, jetzt unbedingt schöner machen. Daher kommt doch aber vielleicht auch die Scheu. Viele Leute, also ich habe zum Beispiel, ich will mich scheuchen. Das ist so gar nicht nötig. Danke, Herr Broger. Was trinken wir? Gesundheit. Ja, das ist lieb. Der Herr Broger hat vorhin gefragt, ob es auch Männer gibt. Gibt es auch Politiker? Ich weiß denn. Ja, das gibt es auch. Pardon? Aber ich Ich sage wüsste jetzt einen. Sie wüssten keinen einen. Namen. Wenn ich einen wüsste, Ja, darf ich Sie- das schon gar nicht sagen. Nein, aber gibt's das? Aber das gibt es, ja. Das gibt's. Es gibt es in allen Auch Berufen, um würde ich sagen. attraktiver Es zu meinen sein, jetzt es gibt es in nicht allen nur Berufen. Politiker, Ja. aber es kommen aus allen Was ist der Berufen. Prozentsatz von Männern im Verhältnis zu Frauen, die zu Ihnen Da kommen? muss man, ja, die jetzt zu mir kommen. Ja.
Ja, also ich meine, nein, nicht Das speziell wäre also zu Ihnen, jetzt zum sondern Beispiel generell. da bei uns in der Schweiz. Ich Sagen will wir das so, nicht sagen, also einfach in der Schweiz ist es also noch nicht sehr verbreitet. Ich würde sagen, vielleicht kommen etwa 10% Männer bei uns und das andere sind schon auch Frauen. Ah, doch, 10%. Ja, also das ganz sicher. Ich habe vielleicht Sie das untertrieben gewusst? jetzt. Niemals. Das Was ist auch wollen die möglich. Männer am Die Schweizer meisten? für gescheiter gehalten. Was war jetzt bei den Männern? Ja, die Frauen, die wollen, die Männer, die wollen am meisten Gesichtskorrekturen, Nasenkorrekturen, auch Faceliftings, zum Beispiel Das diesen auch schon, sogenannten Turkey Gobbler, dass man das wegschafft. Auch Lidplastiken, nicht, das gibt es auch. Abstehende Ohren zum Beispiel, das sind recht häufig die Männer, besonders mit den kurzen Frisuren war das natürlich eben, noch sehr häufig. Jetzt, Aber es sind nur so lange- 10% bis jetzt ungefähr. Also das sage ich jetzt so ungefähr. Also Über den Daumen ich habe da gepeilt. keine genaue Statistik Haben Sie darüber. angegeben über Amerika? Ist es dort höher? In Amerika ist es entschieden höher. In Amerika ist es jetzt bestimmt bei 25%. 25%? Ja, das ist also enorm viel. Auf das hin müssen wir, glaube ich, Musik haben, damit man das runterkriegt. 25% Erfolg. So geschnappt. Ich finde, es gibt eine Art. Oft 4 Männer sind es. Eine schöne Art Wüste. Ja, Das ist interessant. nicht Ja, wahr? interessant. Beide gibt Ja. es ganz sicher. Ich meine, das ist auch Machen wir niemandem jetzt Musik, benannt. Ja. Herr Broger, Sie sind schon lange berühmt in politischen Kreisen, aber so in landesweit und in der breiteren Öffentlichkeit sind Sie eigentlich erst so richtig berühmt worden durch Ihre Büttenrede in Aachen, wo Sie zum Ritter des Ordens gegen den tierischen Ernst gewählt worden sind. Wir haben Sie dort, ich wollte sagen alle, das stimmt eben nicht, sondern ein Teil der Schweizer, ich weiß nicht, ob es da jemanden gibt. Hat irgendjemand hier den Herrn Broger gesehen? Ja? Schon am Fernsehen, ja? Ah, ja. Hat mich nicht Also, gesehen. Sie sehen, also eine Mehrheit von einem hat sie nicht gesehen. Also dort hat man sie gesehen und man hat ein bisschen das Gefühl, ich weiß nicht, ob Sie da einverstanden sind, sie waren dann eigentlich nicht so recht wohl dabei. Das stimmt absolut. Wie war denn die Reaktion hier bei Ihnen Die daheim? Reaktion war Polarisierung. Sehr viele Zuschriften. Zum Teil bin ich gekleibt worden. Kieben, das müssen Sie übersetzen. Attackiert, kritisiert worden, ja. zum Teil mit höchstem Lobbedacht. Die Intelligenten haben mich gerühmt. Ach so. Ja, sehr schön. Es hat also Aber viele- wohlgefühlt haben Sie sich eigentlich nicht, oder? Nicht sehr wohl. Es ist ja furchtbar lang gegangen. Und ich bin morgen um 11 Uhr losgegangen, morgen um 11 Uhr bin ich dran gekommen. Haben Sie sich selber eigentlich sehen? Haben Sie sich Ja, mal wenn ich gesehen? schräg hingeschaut habe. Also Ja, aber Sie haben sich selber nie gesehen. Im Moment habe ich jemanden gesehen, ja. Ja, aber nur an Ort und Stelle. An Ort und Stelle. Ja, wir haben nämlich einen kurzen Ausschnitt und den möchte ich ganz gerne Ihnen vorführen. Das noch einmal. Dann sehen Sie sich, ja, es ist nur eine Minute und jetzt bitte ich die Regie mit dem, es ist eine Matz-Aufnahme, das heisst eine Magnetaufnahme. Meine Und Damen und Herren, das ist sie. wir alle rufen aus, unser neuer Ordensritter, Herr Dr. Raymond Broger,
ein dreimal kräftiges Oche und Appenzell und Dr. Broger. Liebe Närrinnen und Narren, es gibt Ausländer, die ein Deutsch ohne jeglichen Akzent sprechen. Das sind Glücksfälle. Und dann gibt es Ausländer, die einen Akzent ohne jegliches Deutsch sprechen. Das sind Schweizer. Die Deutschen und die Schweizer stehen sich sehr nahe. Sie sind nur durch die totale Verschiedenheit der Sprache getrennt. Wenn ein Schweizer sein schönstes Hochdeutsch spricht, so, dass er höher gar nicht mehr kann, dann sagt der Deutsche, er habe gar nicht gewusst, dass Schweizerdeutsch so leicht verständlich sei. Das wär's gesehen. Ja. Ich habe gemeint, wir gingen da noch länger, aber das ist offenbar nicht der Fall. Sie haben am Schluss von dieser Rede dann gesagt, Sie begreifen immer noch nicht recht, warum eigentlich ausgerechnet der Schweizer zum Ordensträger hier gewählt worden ist. Aber wenn schon, dann könnte es ja bei Gott sogar das nächste Mal eine Frau sein. An wen haben Sie denn hier gedacht? Ja, eigentlich nicht etwas ganz Spezielles, aber ich einfach denke, das wäre einmal Zeit, nicht wahr? Nach dem 28., dem 29. könnte doch einmal eine Frau sein. Wer könnte das sein? In der Schweiz? Irgendwo? Ja. Also Sie müssen Humor haben, nicht? Ja. Vielleicht Frau Villar. Das ist aber lebenswürdig. Ja, da gibt es vereinzelte Beifall. Jawohl, finde ich schön. Das ist das Einzige, was mir bestimmt nie passieren wird. Ja, Genauso Sie wenig wie ich reißen jemals doch einen zum Literaturpreis Sie kriegen reißen doch werde. wenigstens zum Lächeln. Glauben Sie? Ja, das ist ganz sicher. Aber wie kommen Sie... Das ist ein großer Unterschied. Es ist ein Unterschied, ob man sich bei einem Buch amüsiert, das heißt, ob es ein ernsthaftes Buch ist oder ein langweiliges Buch. Viele Leute glauben, weil sie wenn sie meine Bücher lesen, manchmal lachen müssen, sei das Ganze nicht ernst gemeint. Das Lächeln ist ein wohlwollendes Kompliment. Ja, ich weiß nicht. Sie fragen mich dann, meinen Sie das wirklich ernst, Ja. was Sie da sagen? Es ist mir todernst, aber trotzdem finde ich den Mann in seiner Rolle so aber von komisch. Jahr zu Jahr etwas verschieden ernst. Ja, verschieden Habe ich ernst. Ja, festgestellt, ja. am Schluss wird es vielleicht ernster. Ich weiß es nicht, ob Sie das festgestellt haben. Herr Broger, wenn Sie aber sagen, das nächste Mal könnte es ja vielleicht sogar eine Frau sein, wie kommen Sie denn dazu? Denn im Innerrhoden gibt es ja wieder mal das Stimmrecht. Sehr einen grossen Respekt vor den Frauen. Ich schätze die Frauen sehr, ich habe fast gesagt, überall. Ich habe mich ein bisschen umgelost in Appenzell. Sie wissen, ich Ja, bin da oben ja, gewesen. Und dort weiss man eigentlich gar nicht recht, ob Sie für oder gegen das Frauenstimmrecht im Innerrhoden Ich sind. bin dafür. Sind Sie Man dafür? hat schon viel die größeren Dummheiten gemacht. Und ewig, ewig kann man nicht der Letzte sehen. Kommt es an der nächsten Landsgemeinde? Ich glaube, nein, nicht, sicher nicht. Wenn Sicher kommt es? nicht. Ja, das ist schwer. So ein Reifungsprozess hat schon seine Dauer. Es reift dort ein bisschen schwer im Appenzell, glaube ich. Langsam. Ja. Wir haben im Allgemeinen einen sehr grossen Respekt vor den Frauen. Wahrscheinlich wie in keinem anderen Kanton in Appenzell. Die Frau gilt sehr viel. Und wenn man das Gefühl hat, sie will jetzt wirklich, kann man sie sofort üben. Ich habe noch eine Frage zum Orden. In was besteht der konkret? Gibt es da irgendein Abzeichen oder Wunderbar, etwas? wunderschöner Orden. Ja. Schade, dass sie mir das nicht gesagt hat. Die hat er mitgebracht. Eine E-Mail-Plakette, sehr künstlerisch wertvoll. Und Meine Frau die hat steckt man sich ans irgendwo Revers, gesagt, oder? Nein, das ist gross. Aha. Gross, das legt man an. Aber das darf man ja gar nicht tragen, das ist ja in der Bundesverfassung. Nein, Man darf nein, keine nur Orden annehmen. von einem fremden Souverän. Das darf Aha. man nicht annehmen. Das darf ich also annehmen. Ah, das dürfen Und Sie da kommt man annehmen. jedes Jahr zusammen im Ordenskapitel. Ja. Die erlesensten Geister Europas kommt man zusammen. Nicht wahr? Und das ist sehr schön. Ja, Sie sind zwar mit dem Schmidtli, mit dem Helmut Schmidt und mit dem Weinerli, Ja. wie Sie sich ausgedrückt haben, ziemlich hart umgesprungen eigentlich, Ja. wenn Sie sagen, die erlesensten Wenn die Geister. Verkleinerung Silber hart ist, sind sich die ganz anders. Das war eine Frage von der Sympathie. gewesen, Natürlich. dann. Beim Schmidt ganz sicher. Ja. Der Niklaus Meyerberg, den Sie seinerzeit als einen abstrusen Journalist aus Paris genannt haben, hat über Sie mit sehr viel Sympathie ein bisschen einen ironischen Artikel geschrieben. Und dort hat er sie genannt, die innerrhodische Saftwurzel. Und dann hat er sie auch genannt, eine appenzellische Landesgottheit. Und gut, also ich hätte ein bisschen einen anderen Ausdruck. Ich würde sagen, vielleicht, übrigens Sie selber haben sich
in Anspielung auf den Franz Josef Strauss, wo man gelegentlich den Idi Alpin nennt, haben sich Idi vor Alpin genannt, mit sehr viel Selbstironie. Ich würde sagen, sie sind so etwas wie ein Landes- oder ein Renaissance-Fürst im Taschenformat. Wenn man ihnen diese Sachen sagt, werden sie dann böse? Nein, gar nicht. Ich muss lächeln über die Unwissenheit. Da hat mir der Niklaus Meyerberg angedichtet und das geht mir jetzt ein bisschen nach. Aber stimmt natürlich, da haben und davon nicht. Ja, aber sie sind doch eine Saftwurzel, für das haben sie ja den Ja, Orden schon, gekriegt. aber keine Landesgottheit. Aha. Saftwurzel fände ich sehr nett, das ist ein Kompliment. Ja, aber mehr. Aber gibt es im Innerrhodischen überhaupt eine Opposition? Sie sind doch ein sehr einflussreicher, um nicht zu sagen, mächtiger Mann in Innerrhoden. Ja. Macht ist überhaupt nicht so, was es im Kanton eigentlich nicht gibt. Ja, haben Politiker überhaupt Macht? Wie sehen Sie? Denken Sie, dass Ja, Politiker wenn in der Sie so Demokratie noch provozierend Macht sagen, haben? muss ich natürlich sagen, ja. Ja? In was Worin besteht Macht Ihre besteht Macht? darin, dass man Leute überzeugen kann, dass man Recht hat. Ja, aber Sie müssen sie überzeugen. Und wenn Sie sie nicht Dann habe überzeugen, ich haben Sie keine Pech gehabt. Macht. Dann Da habe ist ich Ihre keine Macht. Ja, also Das ist sind der Sie- Unterschied zwischen Macht und Gewalt. Ja, eben. Macht ist legitim. Ja, das ist aber keine Macht mehr. Sie tun das, was andere wollen, dass Sie tun. Nein, gar nicht. Also Macht dann sind besteht Sie, darin. Nicht wahr? Nicht, Herr Macht Broger tut besteht nicht, was die darin. anderen wollen. Das Macht- machen alle anderen Politiker oder die meisten, er nicht. Macht besteht darin, dass Sie haben die ja anderen tun, was ich will. Aber Ja. ich muss sie human und anständig und begründet überzeugen, dass ich Recht habe. haben Sie das Gefühl, dass Sie, dass Sie tun, was Sie wollen, oder dass die anderen Sie überzeugt haben, dass Sie das tun, was Sie die tun anderen haben sollen? mich Jetzt ein überzeugen. typischer Appenzeller, das ist ja wahrscheinlich das, was ihr alle Appenzeller mit den Frauen dort oben macht. Jetzt glauben die nämlich, sie haben recht, wenn sie nicht wollen, Ja, gute haben Sie Stimme, eine weil sie Ahnung. so überzeugt In echten sind. Lebensfragen frage ich mir die Frau. Wenn man entscheidende Fragen... Ich lasse mich sehr viel von meiner Frau beraten. Es gibt keine wichtige Sache, die ich nicht mit meiner Frau berate. Und wenn sie sagt, es ist falsch, was du meinst, dann mache ich es nicht. Wenn ich sie nicht überzeugen kann, dass ich Recht habe. Da habe ich ein ganzes Buch drüber geschrieben. Sehen Sie? Aber Sie, Das ist ja Herr gerade Broger, das können doch, Problem. Sie, Herr Broger, können doch eigentlich im Appenzell ziemlich schalten und walten. So, nach keine Belieben. Rede. Keine Ja, Rede. Sie sind doch Landamme, das heisst Schon wenn Vorsitzender ich von der nicht- Regierung. Zweitens Vorsitzender vom Grossen Rat. Und drittens Vorsitzender von der Landsgemeinde. Das heisst, die drei Gewalten sind ja dort auf eine sehr seltsame Art Konfusion. miteinander vermengt. Organische Konfusion. Organische Konfusion. Aber Und von allen jeweils- drei sind Sie Vorsitzender. Jeweils nur auf ein Jahr. Jedes Jahr muss ich unter den Stuhl stehen und warten, was gerufen wird. Kein Ruf vergautscht. Ja, das halte ich Wenn Sie also jetzt für sehr so wären. unwahrscheinlich. Ja, Sie haben einmal gesagt, auch, wo man sich gefragt hat, ja, wie steht es denn Bundesrat? Wäre das nicht am Ende etwas? Haben Sie gesagt, ja, wer will schon Bundesrat werden? Wer hat schon den Ehrgeiz? Denn der hat ja überhaupt gar keine Macht. Und das bisschen Macht, die er hat, muss er erst noch mit 7 teilen. Mit 6 Es ist anderen. möglich, dass ich das einmal gesagt habe. Aber der Aber Sie sind doch nicht ein Ehrgeiz bisschen- ist der absolut notwendige Faktor in der Demokratie. Dass es Leute gibt, die aus Ehrgeiz solche Ämter übernehmen. Das glaube ich auch. Das ist ja. wichtig. Einer, der nicht ehrgeizig ist, nimmt das nicht alles auf Nein, sich. nein. Ja. Aber sind da nicht die Trauben ein bisschen sauer gewesen? Weil ja, die Wahrscheinlichkeit, Nein, gar dass ein nicht. Appenzeller Gar nicht. ein Bundesrat wird, ist einfach Für mich ist es so arithmetisch nicht, für mich nicht ist es so. schon nicht in Frage gekommen, weil ich einen Jahrgang habe, der unter keinen Umständen nach Bern wollte. Sie haben auch mal gesagt, so, das politische System haben Sie mal so ein bisschen erklärt und haben gesagt, es braucht zum Regieren Demokratie. Das haben Sie ein bisschen impliziert, dann zu verstehen gegeben, ja, die müssen nicht so unbedingt überall rausgehen. Dann braucht es Aristokratie, also vor allen Dingen des Geistes. Und dann braucht es Monarchie. Ja. Das wäre eigentlich doch Sie. Nein, gar nicht. Ich habe das Aber Sie sind doch der Landesfürst, der Landamme. ich habe das bezogen auf jeden vernünftigen Staat, der richtig funktioniert. In jedem humanen, menschlichen Staat braucht es eine demokratische Basis, die die letzten Entscheidungen gibt. Es braucht eine Aristokratie, nicht vom Blut, nicht der Abstammung, sondern der Bildung und dem Geist nach, wo einen gewissen erhöhten Einfluss hat, wo Alternativen bietet, wo Vorschläge macht. Und es braucht eine monarchische Gewalt, die gefasste Beschlüsse kontinuierlich durchführt. Da könnten Sie Wer sagen, wäre zum das bei Beispiel, uns in der Schweiz? in der Schweiz Demokratie ist das Volk, das abstimmt. Aber der Die Monarch- Aristokratie ist natürlich der Ständerat. Und der Monarch ist der Bundesrat. Ja, der Ständerat, das bringt mich auf eine Frage. Man redet ja schon lange vor der Reform. Und gerade heute ist in der Weltwoche, im Weltwochenforum, macht jemand aus dem Publikum den Vorschlag, also der Ständerat muss abgeschafft werden und die Majorisierung muss jetzt endlich aufhören.
Was halten Sie von einer Reform vom Ständerat? Ich weiß, Sie sind es also selber, das muss ich immerhin noch betonen jetzt. Sie werden sicher nicht rasch absagen, wo Sie drauf sitzen. Aber was halten Sie ganz allgemein von irgendeiner Reform? Der Ständerat ist nicht das vom Kostbarsten, was die Schweiz hat. Ich könnte mir die Schweiz eigentlich gar nicht vorstellen ohne Ständerat. Wir haben den Ständerat nicht selber erfunden, wir haben den Amerikanern abgeschrieben. Wo die Schweiz an 1848 in einer grossen Krise gestanden ist, ob man einen Zentralstaat will oder wieder einen Staatenbund wie im Mittelalter, hat man die Lösung gefunden. Der Ständerat, wo jeder Kanton als Stand, als Staat gleich vertreten war, ob gross oder klein. Und die Volksvertretung im Nationalrat, die Staatenvertretung im Ständerat, beide mussten übereinstimmen, bis es den schweizerischen Staatswillen gibt. Und das ist außerordentlich klug. Darin ist aufgehoben der Schutz der Minderheiten. Es ist gleichzeitig, weil beide die gleichen Kompetenzen haben, eine zweite Lesung, eine ganz besonders organisch geschickte zweite Lesung von allen Gesetzen. Der Ständerat ist eigentlich eine Art Club. Kann man nicht sagen, er ist eine Art Bremse auch? Nein, gar nicht. Er ist wahrscheinlich kreativer als der Nationalrat. Er redet weniger, aber entscheidener. Vielleicht überlegt er und pointiert. Entscheidet mehr vielleicht, oder? Entscheidet natürlich weniger, entscheidet mehr. Und weniger, sie sind im Ständerat, wenn ich sage, ist er vielleicht ein Club, der weniger an Parteigrenzen gebunden ist. Man steht sich persönlich nach, man diskutiert miteinander. Aber er ist vorwiegend konservativ, lese ich. Was heißt vorwiegend konservativ? Stark konservativ. In einem gewissen Alter, wo man die ganze Vernunft entfaltet hat, wird jeder Mensch konservativ. Sind Sie verstanden? Ist das so? Immer? Ich glaube, dass man das nicht so verallgemeinern kann. Ich meine, es gibt also, Ich habe natürlich das ein bisschen überpointiert gemeint, nicht wahr? Ich meine, konservativ verstand ich. ja, also Sie sind ja jedenfalls konservativ. Das ist, glaube ich, an dem ist Ja, gar aber kein nicht Zweifel. reaktionär. Ja, das ist eine gute Definition vielleicht. Das wollte ich noch sagen. Das Lustige ist bei Ihnen, dass Sie politisch ja sehr konservativ sind, als Politiker. Und als Mensch habe ich immer wieder den Eindruck, dass Sie eigentlich gar nicht konservativ, sondern liberal. Und das ist gar kein Widerspruch. Das ist die heutige Möglichkeit, im heutigen Zeitalter liberal zu leben, ist konservativ zu sein. Sie sind ja nicht nur Ständerat, Herr Ständerat und Herr Landammer, sondern Sie haben noch Haufen andere Ämter. Und jetzt muss ich Sie daran erinnern, dass Sie Ordensträger gegen den tierischen Ernst sind. Ich habe nämlich eine lange Liste aufgeschrieben, was Sie alles sind. Es braucht ein bisschen Zeit. Sie sind Landammer, Sie sind Ständerat, Sie sind Klostervogt, Ombudsmann der Versicherungen. Das ist mein Beruf. Das ist Ihr Beruf. Von etwas muss ich leben. Sie haben einen Gehalt. Ich habe Als Landammer haben Sie einen Gehalt. innerrhodischer Justizdirektor, Landammer und all, was ich hier vom Kanton bin, im Monat 1000 Franken. Das langt in der Kraft fürs Ich habe Benzin. nachgeschaut, stimmt. Ja. Darf ich noch weitermachen? Sie sind Bültyra-Präsident, Präsident der Landeslotterie, Delegierter im Vorstand von der ORG, also Ostschweizer Radiogesellschaft, Vorsitzender vom Grossen Rat, Vorsitzender von der Landesschulkommission, Präsident des Eidgenössischen... Nicht mehr. Gut, gestrichen. Präsident des Eidgenössischen Verbandes für Berufsberatung, Vorsitzender der Bankkommission, Vorsitzender der Anwaltsprüfungskommission, Mitglied der Jurakommission, Delegierter Delegierter im Verwaltungsrat der Appenzeller Bahn, Vorsitzender der Landsgemeinde, Mitglied der Außenpolitischen Kommission des Ständerates. Präsident, pardon. Mitglied der Drogenkommission? Nein. Nicht mehr. Nein. Das stimmt, das hat der Meyerberg fantasiert. Gut. Also streichen wir. Präsident des Schweizerischen Reklameverbandes, das stimmt aber, oder? Das stimmt. Und Vizepräsident von der Aktion Freiheit und Verantwortung. Ja, das stimmt auch. Selbst verstund mir auch. Also erstens einmal ist das nicht ein bisschen viel, alles auf einmal. Ja. Da hat es einen Haufen Sachen drunter. Ein Haufen will ich nicht, ein Haufen ist ja gar nicht. Ja. Ist gar nicht so viel. Mehr der Titel. Im Grunde ist gar nicht so viel. Ja. Man kann sehr viel delegieren, wenn man ein bisschen Verstand hat. Ja. Ja, aber was haben Sie davon? Was haben Sie davon von den ganzen Ämtern? Das ist doch wahnsinnig viel Arbeit. Nicht einmal Wie viel so. Freizeit bleibt Ihnen? Ja, Wie viel Zeit zum Leben? Mir bleibt sehr viel Freizeit. Wie viel? Ich gebe die entscheidenden Impulse, ich sage, was ich will Ja. und lasse anderen erschaffen. Und wie viele Stunden am Tag machen Sie genau, was Sie wollen? Das kommt ganz auf den Tag an. Samstag, wenn ich- Sonntag haben Sie da frei? Nicht immer, aber es gibt Tage mitten in der Woche, wo ich nichts tue. Gut. Es hat einmal einen Regierungsrat gegeben, ich kann ruhig sagen, wer es ist, der Regierungsrat König, wo man nicht angetroffen hat im Amt, sondern irgendjemand auf der Straße.
der ihn hat besuchen. Und dann hat er ihm gesagt, wissen Sie, ich regiere mit dem Kopf, nicht Jawohl. mit dem dort. Vollkommen richtig. Mit der Sitzfläche. Ausnahmsweise hat der König einmal recht. Ausnahmsweise Ich wollte ein bisschen auf der Vizepräsident von Aktion, Freiheit und Verantwortung. Und da hat mich einfach etwas gestört, was mir schon lange ein bisschen auf dem Magen liegt. Es hat vor ein paar Jahren haben die Inserat gemacht gegen Gruppen, die verlangt haben, man soll keine Tabak- und Alkoholreklame mehr machen, weil das gesundheitsschädlich sei. Und dann hat die Aktion für Freiheit und Verantwortung gesagt, ja, das sind Gruppen, die halt kommunistisch angehaucht sind oder sogar kommunistisch siegen. Dabei sind das Guttempler und die Eidgenössische Ernährungskommission und die Tuberkuloseorganisation. Das stört mich eigentlich sehr. Wie stellen Sie sich zu dem? Ich glaube, das kommunistische Element hat da keine grosse Rolle gespielt in der Argumentation. Im Grunde ist es darum gegangen, ob sich der Staat anschicken soll, sukzessive die Reklame und den Wettbewerb zu verbieten. Die Aktion steht auf dem Standpunkt, dass die effizienteste und die wirkungsvolle Wirtschaft auf einem gesunden Wettbewerb beruht. Eine Leistungswirtschaft, wie wir haben, muss aber sich können betätigen, indem es im Konsument sagt, wir machen das, muss können Reklame machen. Ohne Reklame gibt es keine freie Marktwirtschaft. Ja, das ist unbestritten. Aber Ja, auf der das anderen Seite... das ist ein Einbruch, wenn Sie anfangen zu sagen, unter dem Gesundheitsaspekt dürfen Sie das nehmen, und unter dem dürfen Sie das nehmen, können Sie am Schluss einen Tagesbefehl leben, nachdem Sie leben wollen. Und gegen das wird sicher niemand. Ich bin sicher der Erste. Ich bin sicher der allererste, der aus ganz spezifischen Gründen gegen übertriebenen Tabakkonsum eintritt. Aber damit würde ich nicht sagen, dass durch ein Reklameverbot für Rauchen nun die ganze Schweiz sich abstinieren würde vom Tabakrauchen. Es ist das sicher nicht, aber es tut doch ein bisschen dämpfen, denn nicht wo die Firmen, die inserieren ja nicht zum Vergnügen. Offenbar erwarten sie eine Wirkung und wenn es keine Wirkung hat, würden sie die Inserat zweifellos sein. Also regt man es doch eigentlich Die inserieren nur, um den Marktanteil überzukommen. In den Staaten, wo es überhaupt keine Reklame gibt, in den kollektivistischen Staaten, wird mehr geraucht als bei uns. Ja, die haben aber auch andere Verhältnisse. Das ist ja nötig, dass man Alkohol hat und die müssen das lauter Verzweiflung rauchen, nicht wahr? Aber die rauchen auch ohne Reklame. Bei uns geht die aber sie regt doch noch an. Das muss ich doch zubilligen. Dann darf ich noch schnell etwas sagen. Ja. Kommt es denn von ungefähr, dass wir zum Beispiel am Fernsehen kein Alkohol und keine Tabakreklame haben? Das hat doch einen Grund. Ungefähr. Ich bin absolut dafür, dass man die Tabakreklame vor allem sehr, sehr modifiziert, dass man vor allem jeden Appell an die Jugendlichen weglässt. Und vor allem fest darauf schaut, dass man die Jugendlichen nicht verführt zum Tabakrauchen. Aber es sind doch immer Jugendliche, die man in den Inseraten sieht? Immer noch. Ja. Immer noch. Doch, man hat sich aber geeinigt in der maßgeblichen Gruppe und in der, die es eigentlich machen sollte, dass man die Jugend weglässt. Und in dieser Vorschlag... In der Reklame? In der Reklame, nach Möglichkeit. Nochmal der junge Typ, der Golowas-Typ, oder wie er sagt, ist nochmal der Junge in Zukunft. Mhm. Das ein bisschen Reklame gemacht für die Goldwas. Nein, gar nicht. Ich bin ein entschiedener Nichtraucher geworden. Ja. Ich sage jetzt nicht, was ich bin. Ich habe es glatt gefunden mit Ihnen drei heute oben und ich hoffe, liebe Zuschauer, hier im Studio und auch Sie daheim, Sie haben es auch ein bisschen glatt gehabt. Ich sage Ihnen auf Wiedersehen, heute in 4 Wochen und hoffe, Sie sind dann wieder dabei.